So, ich hoffe, dass das jetzt auch alles funktioniert hier an diesem wunderschönen Dienstagabend. Herzlich willkommen. Ich bin leider mit meinem rechten Arm immer noch nicht fit, um Okami endlich zu beenden. Aber ich habe ein anderes Spiel rausgesucht, das uns hoffentlich heute unterhält. Nämlich Cathy Rain. Ein Point-and-Click, das ich zum Glück mit links spielen kann. Dieser Spruch wird einfach zu alt jetzt. Wird einfach nicht mehr schön. So, jetzt schniefe ich natürlich gleich wieder. Und wir können, glaube ich, loslegen. Jetzt nicht krank werden. Ich nehme mir noch was zu trinken dazu, weil dazu bin ich auch noch nicht gekommen. Gut. Knut. Hier ist mal alles ein bisschen beiseite. Ich hoffe, von der Lautstärke funktioniert es, aber so wie das OBS anzeigt, sollte das gehen und funktionieren. Dann starte ich mal ein neues Spiel. Mal sehen. Hey, you. Hey. Oh, man. Oh, God, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. Die ist ja schon so richtig sympathisch. I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure looks different when it's spinning. So, I was browsing through the used book ads in the paper when I... Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Wait, hear me out! So, I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and... Oh, how I wish for joyful, blissful sleep. And get this! His name was Joseph. Joseph Rain. What did you just say? You knew him, right? I knew it! I knew you'd know him. Ja, hi Rike. Natürlich, wenn du nicht gut zuhören kannst, ist schlecht. Ich schreie dich auch gerne an im Auto. Ich finde sie schon mal total sympathisch. Alles ist super ordentlich auf ihrer Seite. Mit Kreuz dran, Kreuz um den Dings. Und sie schon völlig angesoffen, kommt nach Hause, hat schon irgendwann mal ihren Teil vom Schreibtisch zerlegt. Und was ist das hier oben eigentlich? Und ist das ein Titanic-Poster? Das ist das Poster von Titanic. Ich schwöre, das ist das Poster von Titanic. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber gut, ja. Ja, er war mein Großvater. Ich möchte wirklich nicht darüber reden. Ich habe nicht mehr gesehen, seit ich ein Kind war. Das ist Ewigkeiten her. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, ob es mein Großvater ist. Es wird mir jetzt nur zur Auswahl gegeben. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden möchte. Ich glaube nicht, dass ich darüber reden will. Keine Ahnung. Ich muss ja das Gespräch irgendwie vorwärts führen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich ein Kind war. I haven't seen him since I was a kid. A lifetime ago. Hey, wait a minute. I never told you where I grew up. Oh, I might have sort of looked you up. Du bist doch noch ein Stalker. Ein Kirchenstalker. Total gut. I just couldn't help myself. Ja, ja. Well, one of these days you're gonna help yourself to a restraining order. I'm just telling you this as a friend. Ja, I danke. know. Alter. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay. Are you gonna go? I don't know. Good night, Eileen. Good night, Kathy. Das Spiel jetzt schon irgendwie komisch.
25. September Oh 95. God, make it stop. Ja. I feel you. Oh Gott, ich muss da drauf drücken. Wecker. Wecker ausschalten. Wecker anschauen. Wecker ausschalten. Klack. Looks like Eileen left a note for me here. Ugh, sehr Hi, widerlich. Kat, since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E. I'm so getting a new roommate. Ja. Entschuldigung. Well, I guess I should get going. I'm late enough as it is. Wieso? Du hast gerade noch gesagt, dass du nicht dahin fahren willst. Warum willst du dahin fahren? Was für ein Bullshit. Color printer. Super fancy, apparently. A fact which Eileen loves to remind me of. Eileen ist suspekt, ja, absolut. Ich nehme jetzt ihren Koffer und verschwinde. Spiegel. Guck dich mal im Spiegel an. Makeup check, hair check, horrible mood and contempt for humanity check. Ich mag sie. We Okay, meet again, Kette. Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault you ended up so close to my lighter. Sie ist Psychopathin. Gut. Schrank verwenden. Schrank anschauen. I can certainly see the appeal of blindly rummaging through Eileen's clothes, but seriously, I've got better things to do. Wieso? Koffer. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Mildred. Oh my god, I'm gonna get her for that. I wish I could wrap up that fact and save it for Christmas. Ha. Computer. I'm no Nachdenken. geek, but I know how to use one. Aha. A computer, that is. Not a geek. Was soll ich damit machen? Über Computer nachdenken. Okay, ja, Telefon. Kann ich noch irgendwas einsammeln? Das wäre ja mal schön. Da ist ein Schrank, da ist ein Bett. Bett verwenden. Kann ich mich nochmal hinlegen? Nah, I just got up. Okay. Das ist kein Grund. Du kannst dich wieder hinlegen. Elektrische Gitarre spielen. Über elektrische Gitarre nachdenken. Helped me get rid of my last two roommates. Ah, das finde ich gut. Nah, it's no fun when there's no one around to annoy with it. Okay. Just some random band poster. Ich finde sie jetzt auch nicht so besonders sympathisch, wenn sie meine Mitbewohnerin wäre. Was? Errungenschaft freigeschaltet. Was du heute kannst besorgen. Aha. So. Telefon. Might Knopf wanna drücken. pick up the handle first. Vielleicht sollte ich erstmal abheben. Telefon abnehmen. Wohnheim. 555-8352. 555-8352. Not that I don't love the sound of my own voice, but Ach so. Geil. Ich habe mich selbst angerufen. Starke Nummer. Süß. So, Kreuz abnehmen. Kann ich das? honestly, she can believe in what she wants as long as she doesn't try to shove it down my throat. Ja, das ist wahr. Terminplaner. Eileen's schedule. There's a note for today. Set alarm clock for Kathy. Can't have her miss the funeral. Warum sie sich dann in meine Dinge einmischt? Scanner. It's some advanced scanner thingy. It can scan pictures, tapes, all sorts of stuff. Wow. Oh, ich mag sie überhaupt nicht. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich dieses Spiel absolut unsympathisch finde. Aber die Musik ist geil. Friedhof. Ach so. Ach, ich muss jetzt da drauf drücken. Okay. Ach. Ich hätte jetzt hier auch noch weitergelaufen. Hui. Klingt noch etwas besser als Schorsch im Dschungel bis jetzt. Ah ja. Well, here we are. Schorsch kann ich nur leider God, I really need to smoke. spielen nicht die Does Musik. anyone object? Guess not. Dead people rule. Ja, Schorsch, der aus dem Dschungel kam, war auch deutlich weniger. Aber gut, dieses Spiel kann auch genauso schlecht altern.
Kann gut sein, dass wir noch genug finden, No was time for that problematisch now. ist. I'm late for the funeral. No time for that now. I'm late for the funeral. No time for that. Ja, hast du gesagt. Mausoleum. Nachdenken. Anschauen. Says price. Dann. A family mausoleum. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. Ich kann ja nicht mal Schorsch, der aus dem Dschungel kam, Teil 3 spielen, weil ich dafür einen Controller brauche und 2 Hände. Das heißt, Teil 4 war jetzt, glaube ich, im Angebot irgendwie. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich das überspringen will, aber gut. No reason to go in there. Na toll. Tag. We are gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. Boop, boop, Karin. His warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Sieht irgendwie im Vergleich ziemlich aus wie ein Kind. Aber gut. Oh, Kathy, you big baby. Just talk to her. Aber fürs Mausoleum hat sie Zeit. Ja, ich weiß auch nicht. Kann ich eigentlich... ich wollte die Sprachlautstärke noch ein bisschen anziehen. Fortsetzen. Muss ich eigentlich das Spiel speichern nebenbei? Ja, oh Gott. Das ist ja furchtbar. Oh Gott. Marivika. Speichern. Da konnte aber jemand das Vaterunser nicht übersetzen. Ja, ich habe es jetzt einfach mal auf Deutsch gestellt. Es muss ja nicht unbedingt auf Deutsch bleiben. Ich hätte es auch auf Englisch machen können, aber ja. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, also bin ich dann lieber für Deutsch. So, Mrs. Rain. Good day, sir. Excuse me? Mrs. Rain? Have we met, hon? You look strangely familiar. Ja, ich bin deine It's Enkelin. me. It's Catherine. Catherine? Who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at you, all grown up. Bist ja so Oh, how erwachsen I wish geworden. Joseph Oh, could ja. see you now finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. I want to know everything. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Sie kann noch nicht gehen, aber in einer halben Stunde ist sie definitiv zu Hause. Also, ich habe jetzt schon... Ich hab's schon auf der Zunge. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. So. Elizabeth Parker. 15 bis 75. Eric Mitchell. 15 bis 76. Das sind mal ziemlich alte Leute hier. Lily Myers. Oh, die ist aber nicht besonders alt geworden.
Stephen Cummings. Auch nicht so alt geworden. David Spielman. Die Spellmans. Oh, kennt ihr noch Sabrina? Also das alte. Oh, die ist auch nur 40 geworden. Wieso sterben die alle so früh hier? Benjamin Hayward. So, kann ich jetzt... No reason to go in there. Ich will aber reingehen. Oh nein. Igitt, nicht du schon wieder. Roy Rondell. Die sind aber auch, ne, gerade mal so 40, 42? Was ist denn das hier? Wie viele Sabrinas gibt's denn? Naja, es gibt einmal die Sabrina mit, wo Salem, die schwarze Katze, noch dabei war. Diese Comedy-Serie. Dann gibt's die Netflix-Serie, die Gruseldings. Dann gibt's die Animationsserie, die immer auf Super RTL gelaufen ist. Und dann gibt's bestimmt noch irgendeinen. Irgendeinen gibt's immer. Anne Blackwell. Ich werde mir das jetzt alles nicht merken. Den habe ich schon gesehen. Den habe ich auch gesehen. I'm sorry for your loss. Ugh. Thanks. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Ugh. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from the path of sin. Kenne nur die von RTL 2. Die hat auf RTL 2 gespielt? Die alte Serie habe ich aber nicht viel geschaut. Ich kenne die alte Serie, die Cartoon-Serie. Ja, genau. Also ich habe die alte Serie sehr oft geguckt, weil ich das mega gut fand. Aber die ist halt dann nachher, als sie ins College gegangen ist, ist die natürlich Schrott geworden. Ne? Also die ganze Highschool-Zeit und so fand ich die richtig witzig. Und dann ist sie aufs College gekommen oder auf die Uni oder wie auch immer sich das da schimpft. Und dann hatte Tante Hilda und die andere. Hilda und... Keine Ahnung, egal. Die hatte dann nachher den Coffeeshop gekauft von der Uni. Tante Zelda, genau. Hallo Shizum. Und dann ist es einfach nur noch Schrott geworden. Also, keine Ahnung. Danach ist die Serie irgendwie dumm. Da habe ich auch nicht mehr viel geguckt. Aber die Highschool-Zeit, die war cool. Das war cool. Wieso sind Sie so überzeugt, dass ich auf einem Pfad der Sünde bin? Sie haben wohl noch nie von einem hoffnungslosen Fall gehört. Keine Sünden mehr? Was soll ich dann in meiner Freizeit anstellen? Gute Frage. Jetzt habe ich das Intro vom Cartoon wieder im Ohr. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe schon den ganzen Tag Bravo Traube als Ohrwurm. Wieso sind Sie überzeugt, dass ich auf dem Pfad der Sünde bin? Keine Sünden mehr? Ich glaube, ich nehme lieber No das. sin. But what am I supposed to do for fun? Ja. Behind those words is a deep wound, Ja. a desire to belong. Ja. If you let him, Christ can fill that Oh void. Gott. Ugh, please don't make Christ fill my void. I'm totally not up for that. The crude facade of a lost soul. I'll pray for you. Igitt. I wish you comfort in this time of grief. Oh Gott. Ich auch. Oh, Sabrina. Sie ist unglaublich. Okay, ja, ich glaube, so ein bisschen die Melodie kriege ich hin. Aber... Ja, irgendwie sowas. So, dann wollen wir mal zu Granny fahren. Heieieiei. Grandma, anybody home? Nein, sie wollte ja auch noch am Grab stehen und trauern. Welch ein Bullshit. Rotes Pferd. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Aha. A Stiefel. mere single pair of boots on display. Huch. A mere single pair of boots Bitte. on display. Boy, do we live in different worlds. Die Super-Hexe, Sabrina, jetzt reicht's. Nice black Sonst singe leather ich hier coat. Bravo Right up my Traube. alley. Rollstuhl. Huh. Never seen this around. Grandpa must have used it towards the end. Eine Tischlampe. A small table lamp. Wow. Dann hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt.
Okay. Ich kann jemanden anrufen. Telefonbuch I nachdenken. should be able to use this for looking up phone numbers of people or places in town. Oh Gott, ich muss mir... Oh nein, sag mir nicht, dass ich mir Namen merken soll. I don't Ganz have schlecht. anything to search for yet. Oh, ganz schlecht. Oh, ganz schlecht. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if Wie it's erzählt supposed to be Vibes. Conway Woods or not. Und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Geht's dir gut? Dogfighting. Grandpa used to love that stuff. All die Ohrwürmer heute. Gut, dass ich den einen I nicht shouldn't kenne. overstay my welcome. Okay, dann gehe ich mal zur Wohnzimmertür, oder? Hello. Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. Sie hat gerufen. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. What? Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come, have a seat. We have so much to talk about. Die Fliege war nicht summ, sie machte summ, summ, summ. Viola kennt es wohl nicht. Ja, So, sorry. Now, tell me about your life in the city. Kein There's not much to Bierzelt-Mädchen. tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Nee, ich komme nicht aus einem Bierland. Ich komme aus einem Ostseeland. Die Wahrheit erzählen, dass sie in eine Psychiatrie hast einweisen. Dass du sie in eine Psychiatrie hast einweisen. Das Thema vermeiden. Es gibt keinen Grund, jetzt darüber zu reden. Ich meine, wenn sie sowieso schon eine große Fresse hat, dann kannst du ihr das auch sagen. I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word. Forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Weil das so einfach ist, einen volljährigen Menschen einweisen zu lassen. Ganz genau. Wie soll sie denn das bitte hingekriegt haben? Was habe ich denn hier alles? Notizbuch zeigen, Elektroschockwaffe zeigen, Feuerzeug zeigen, Zigaretten zeigen, Kirchenbroschüre, Vorfall 81. Erzähl Why mal. do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. It must have had something to do with the war. Das haben die Ärzte gesagt. Wie sieht es mit der Polizei aus? Oh. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state.
That's what they call it. Das war ein sehr langes I've Wort. heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch. But the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. Wie? You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Heute haben sie endlich mal wieder den Urwald von meiner Terrasse geschnitten und natürlich mal wieder unangekündigt. Oh, die sind auch echt einfach nur... Als wenn das Gleiche wäre, als wenn sie einen Rasenmäher schicken und das hier vor uns auf dem Hof machen würden. Die kommen bei dir quasi vor die Tür. Es ist so... Oh Mann, ey. Oh, schöner Wohn geht besser. Nee, da. So, den habe ich jetzt I already fertig talked to gelesen. her about that. Okay, ja. What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully strange behavior for a priest, I'll give you that. Die kommen ja auf meine Terrasse, weil sie ja dann diverse abgeschnittenes Zeug einsammeln müssen, das natürlich da drauf fällt. Ja, genau. Das ist halt dieses, ne? Ich meine, das gehört nun mal dazu. Das ist nicht einfach so hier vor meinem Fenster irgendwie einen Busch schneiden oder sowas. Die kommen ja einfach direkt auf euer Grundstück, euer angemietetes. Ich hätte da echt, also ich hätte schon ein bisschen große Lust, da einfach mal gerade so den perfekten Tag abzuwarten, da Frühstück dann hinzustellen oder Mittagessen oder Kaffee oder was auch immer, zu welcher Zeit die auch immer kommen. Und dann setze ich mich da hin. So, und wenn dann auch nur ein Fitzel von deren Gestrüpp in meinen Kaffee fällt, dann boxe ich die um. Tja, ich kann das nicht. So, gut, cool. Bye, Grandma. I'll be back later. Ja. So long. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich mir über diesem Spiel extrem viele Daten merken muss. Schadensersatz. Anzeige ist raus. Sideboard. I used to Angucken. love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Das Never war in the attic, Kaffee aus though. I Katzenpups. thought it was too scary. Ah! Oh. Das ist mehr wert als Gold. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Ah. Also nicht, dass ich den nicht probieren... Doch, ich würde den nicht probieren wollen. Aber ich verstehe tatsächlich nicht, warum man das machen muss. Ich weiß auch nicht, ob ich das alles hier angucken soll. Ne? Es gibt einen Haufen Shit, das ich irgendwie angucken soll. Oder worauf ich klicken kann. Decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it.
Apropos Anzeige, wir haben vorhin einen Unfall mitbekommen. Ach du Scheiße. Aber euch ist nichts passiert. Sonst hättest du was gesagt, glaube ich. Wart ihr dann Zeugen? I shouldn't overstay my... Haben auch mit angehalten, aber die wollten uns nicht als Zeugen. Aha. Na gut. Naja, wenn sie wissen, was sie tun. Solange es euch gut geht, genau. Im schönen Regen. Da wird mir gleich nass ums Herz. So, Polizei. Richtige, echte Polizeiarbeit. No, der hat den quasi beim beginnenden Überholen mit seinem Hintern gestreift. Ach, du liebe Güte. Hey, Sheriff, what's the deal with that bum? What bum? The one in the cell. Oh, I thought it was you. Well, shit. Also der Verursacher ist zu knapp nach links gezogen, ja. Tja, das hat er jetzt davon. Land of the free. Not their peak hours, it seems. A bunch of cops lining up for a photo. Wow. Various notices and a wanted poster. Von wem? Schreibtisch. Paperwork coming along, Lenny? Might be something useful in there. Okay, I guess. Maybe halfway through. That's no good. We're gonna have to cancel lunch today. Again? Oh, man. Toll. Your motivation shouldn't be limited by your growling stomach, Lenny. If you say so, boss. Quiet quitting. Junger Polizist. Dann hat es ziemlich lange gedauert, bis er mal nach rechts gezogen ist. Sah halt erst nach Fahrerflucht aus. Ach du liebe Güte. Ja. Wollte mir schon das Kennzeichen merken. How can I help, boss? It's my mother's birthday today. Hi. Hello. Habt ihr das gesehen? Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Ja. Hey, Ich. wait. I know you. Igitt. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. Kathy Rain. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Ja. Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. Lenny! Ich muss das Spiel spielen. Genau das, Karin. You will never get me alive. Oh, wunderschön. I'm Ich hab drawing keine a Ahnung. blank. Sorry. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Ja, klar. Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? Lenny! Tag. Ich möchte bitte die Kirchenbroschüre anzeigen. I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. Was? The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Toll. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Aber der hat doch Well, gotta Geburtstag. Oder die Mutter See hat ya. Geburtstag. Guten Tag. Was geht? Ich finde dich toll, wie du da sitzt. Hello, Sheriff. Do you have a moment? Not really. Make it quick. Oh, der sieht auch so ätzend aus. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me.
could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. Hallo, Sheriff. Polizeibericht. Ja, bitte. Gib mir einen Could I have a Polizeibericht. look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. Aha. Das ist doch keine große Sache, aber ich gehöre zur Familie. Lenne, kannst du mir vielleicht mal helfen? Lenny! Ich gehöre zur Familie. But I'm family. Doesn't that count for something? You consider yourself family? I've never even seen you before in this town. It's complicated. Guess what's complicated? Not to mention illegal. Handing out evidence to anyone who asks for it. Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop a vein. You want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. Kann ich das beantragen vielleicht? Und in 4 bis 6 Wochen eine Antwort bekommen? Das wäre doch mal super. Oh, toll. Komme ich jetzt da hin? Und jetzt? A gold medal of some kind. Just some photo. I can't see it clearly from here. Just some photo. Ja, cool. Lass mich an die Akten gehen. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. Ich kannte das Bravo-Traube-Lied nicht. Das Traube-Lied. Oh mein Gott. I thought it was with you. Bravo, Traube. Shit. Da, 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 da. Plitsch, platsch, Traubenmatsch. Ja, ja. How's the paperwork coming along, Lenny? Okay, I guess. Maybe Ja, halfway through. ja, ja, bla bla. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Gib mir den Hey, Polizeibericht. I need to see the police report from 81 when my grandfather was found by the old sheriff. I'd love to help, Kathy. The files are right here behind me. But you better check with the sheriff first. Ja, der will mir das I'll do nicht. that. Och, der will mir die ja nicht geben. Well, gotta go. Bro, warum See ya. hast du überhaupt einen Elektro-Teaser in deiner Tasche, Vibe? Hier, hallo. Looks like talking isn't gonna help me get that report. I'll have to take matters into my own hands. Wow, ich muss also einbrechen heute I Nacht. wonder what's behind those doors. Cool. Dann öffne sie doch mal, während keiner da ist. Lenny, I need you to do something. How can I help, boss? It's my mother's birthday this weekend. Ja. Oh nein. Hallo, Penner. Looks like an incarcerated bum. A jail cell. Looks cramped. Hey, What? I can't hear you. Ach so. Ja, Karin, ich freue mich auch sehr, wenn du dann hierher fliegst mit dem That was getting Spiel annoying. und wir das Spiel spielen können. hey, Hi there. Fragen, weshalb er im Knast sitzt und überzeugen, Lenny abzulenken. so, Okay, why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. das ist es immer. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. Was? Did she just assume his Lebensumstände? Ja. So, cool. Ihn überzeugen, Lenny You abzulenken. need to keep the blonde cop out there busy for a while. I do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are worth at least $20. At 9. least. 15. 8. Fine, 10. 7.
Deal. Was? Good. So, Was? What am I doing again? distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him occupied for a while. Okay then. Let me know when. Will do. Cool. No Schwarzes wanted Brett. posters. I'm disappointed. Okay. Der Mob ist für dich zum Ablenken. Werkzeuge. Werkzeuge Too mitnehmen. heavy to carry around and too noisy to use in here without getting caught. Kann ich was angucken? Geh doch mal dahin. Asservatenschrank. I'll need a key. Schachteln auf Just dem a bunch of Regal. boxes filled with office supplies. Schachteln auf dem Regal. Computerbildschirm. A computer monitor. Probably recovered stolen goods. There's no way small town cops would be that up to date with the modern world. Naja. Irgendwie jetzt nicht so der Brüller. Hey, the jail is off limits. You shouldn't be in there. Oh, Salt. sorry. I just heard someone yelling. I think that guy in the cell needs some help. Ah, what now? Okay, I have to make this quick. Ja. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Okay, let's have a look. Ein paar Kilometer von Cornwall Springs entfernt wurde in der Nähe einer der unbefestigten Straße eine Person aufgefunden, die mit weit aufgerissenen Augen blind umherirrte. Die Person wurde als Joseph Rain identifiziert. Er zeigte keinerlei Reaktion, weder als er angesprochen wurde, noch auf Berührung. Mr. Rain war von Kopf bis Fuß dreckig und schien bis an die Knie nass zu sein. Mr. Rain umklammerte ein kleines Diktiergerät, in das eine Kassette eingelegt war. Er zeigte sich kooperativ und konnte zum Streifenwagen geführt werden. Anschließend wurde er in die Stadt gebracht. Da kann man nichts lesen, okay. 16.08.81, 12:25 Uhr. Warte mal, der war am 16.08.3. Hä? 16.08.81 um 23:40 Uhr und am 16.08.81 um 12:25 Uhr? Das kann ja nicht sein. Das muss ja dann der 17. sein um 12:25 Uhr. Mrs. Rain wurde abgeholt und gemeinsam mit Mr. Rain in die Notaufnahme des Gemeinschaftskrankenhauses gebracht. Bei einer Routineinspektion des Streifenwagens wurde ein Diktiergerät gefunden, das auf dem Rücksitz liegen gelassen wurde. Dies wurde als Beweisstück im Schließfach 5 archiviert. Okay. Ich muss also doch nochmal daran. Schließfach 5. I'm gonna have to get my hands on that recorder. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. Dann gehen wir mal. Hey, Sheriff, what's the deal with that bum? Dass du das trotzdem nicht mitbekommst, Tübi. Lenny, du bist echt komplett hinüber, du. Wenn ich den Fernseher wieder anschalte, kann ich dann Zeug mitnehmen? Weil dann ist ja das Geräusch wieder laut. Ja. Errungenschaft A. Geil. Too heavy to carry around and too noisy to use in here without. Okay, gut. Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen, geil. Hätte ich das mal gewusst. Also warten, Schrank öffnen. I need the key. All right, got it. Gut. Okay, wie kann ich das jetzt anhören? Diktiergerät kombinieren mit Polizeigericht? Kassette aus dem Diktiergerät entnehmen. Aha. Brauche ich Batterien dafür? Mikrokassette. Gibt es dafür irgendwas hier? Keine Ahnung. Okay, ich danke dir sehr, Typ. Ich habe dir dein Geld nicht gegeben, aber vielen Dank. Bis dann. Von wem kriege ich denn jetzt eine Kassette? Also einen Kassettenrekorder oder Hey, irgendwas? Kathy, wait. Ah, What? Do you eat foot? I mean, food? Absolutely not. I feed on human misery. I, Yeah.
Relax, Lenny. Yes, I do eat Ooh. food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? And also buy food for me? And then maybe we can eat the food together? Da würde ich mir tatsächlich lieber das eigene Bein abnagen. Nein, oh Gott, nein, auf keinen Fall. Also gemein möchte ich nicht sein. Ich hätte jetzt gerne sowas, nein, danke. Das wäre wenigstens ein bisschen freundlich, aber ich glaube, so freundlich ist die nicht. I'm really busy right now. Maybe later. Oh, okay. See ya. Ha. So, zu wem fahre ich denn jetzt, damit ich einen Kassettenrekorder benutzen kann? Ja. Ich glaube, bei der Oma wird es wohl auch einen geben, wa? Oder Telefon und Telefonbuch. Hey, Grandma. Oh, hello, dear. Hello. Mit der Mutter reden. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Ich hab... There's a strange message left on this tape by Grandpa. He describes making a perfect bouquet of flowers. That's odd. Joseph never used to give me flowers. I have terrible allergies. Maybe it's some kind of code then? Your guess is as good as mine, dear. Hey, Grandma, do you recognize this tape recorder? Oh, yes, Mr. Dicto. Joseph used to carry that thing with him everywhere. He could be absent-minded at times. It helped him remember things. Mhm. I got the dictaphone already. I don't think there's anything else in there I need to mention to her. Okay. I already talked to her about that. Dann habe ich keine Ahnung. I don't want to show her that. So, darüber haben wir schon already geredet. talked. Ja, gut. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Das hat also Nana gebracht und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Kombinieren. Ach so, kann ich das Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting closer to finding the source. I have a theory, but I need help. I'm gonna have to involve somebody else. Aha. Ach, jetzt kann ich mit ihr nochmal reden. Ob ich in den Dachboden kriegen kann. Das wäre gut. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Ich möchte auf den Would you Dachboden. mind if I took a look in the attic? I suppose it would do no harm. Come with me. Thanks, Grandma. You're welcome, dear. Be careful now. Hättest mir wenigstens noch das Licht anmachen können, du Nase. Licht. The bulb looks burned out. I'll have to replace it. Ja, natürlich. Tu cool. Nothing. The bulb must be burned out. Wo soll ich denn jetzt hier irgendwas herkriegen? Wenn ich keine... Feuerzeug? Nah, Raum it's mit drafty Feuerzeug. in here and almost out of fuel. Gonna need it for my smokes. Was ist denn das bloß immer, ne? Mit solchen komischen Kackräten zu spielen. Du kannst jetzt hier nicht weitermachen. Du musst jetzt mal irgendwo hingehen, damit du noch einen Lichtschalter findest. Ich kann ja jetzt hier auch nichts andrücken, außer den. Toll. Kann ich irgendwas... Kann ich meinen Taser dazu benutzen? Kombinieren. Ich kombiniere. I don't want to zap that. Du möchtest das zappen. Ich sag dir, dass du das zappen willst. That combination makes no sense. Ah. In meiner Welt schon. Gut, dann sag ich mal der Oma Bescheid.
Kann die so nicht arbeiten. Kann ich die Lampe mitnehmen? Ah. Kann ich die Lampe da entfernen? Das ist gut. Free light bulb. Score. Wow. Gut, los geht's. Kann ich die jetzt entfernen? Nee. Ich möchte immer gerne hier nach unten drücken und dann, dass das Menü, also meine Tasche sich öffnet. Aber There we go. das geht irgendwie nicht. Wow. Yay. Regale. Benzinkanister. Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. Ein Socken, die Schuhe, Schubladen. Durchsuchen. Empty. Just some old bills. Nothing interesting. Nothing. Diagramm. It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. An old typewriter covered in cobwebs. Da ist nichts weiter. Die Papiere habe ich gesehen. Da ist noch ein Aktenkoffer. Und ein Teddybär. Mr. Bear! Oh, how did you get all the way up there? Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. Genau. Mr. Bear meldet sich zum Dienst. Oh, das war eine Errungenschaft? Das ist ja süß. Aktenkoffer. Cool. Also irgendeine Zahlenkombi. Warte mal. Kann ich mir Mathematikbuch kombinieren. Knopf drücken. Die unendlichen Zahlen. Ja, aufmachen. Gelbes Lesezeichen. 3,1415926535897932384 bla 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 bla. Kann ich daraus irgendwas machen? Fibonacci-Zahlen. Das ist total gut, wenn ich dazu keine Erklärung bekomme. Primzahlen. 2, 3, 5, 7, 11. Das ist total gut. Ich kann absolut alles daraus kombinieren, was ich da lese. Das hilft mir total, Leute. Bis wohin kann ich denn damit gehen? Bis 9. Okay. Jetzt muss ich wieder zur Oma runtergehen. Kannst du schneller gehen? Nein, kannst du nicht. Hello. Oh, Ja, ich bin das. Talk to me. mind if we talk for a bit? Ja, Not at all. ja, Aktenkoffer. I found a locked briefcase in the attic. Do you know anything about it? Oh, that old thing? Joseph said there were just some old boring Air Force papers in there. If that was the case, why use an intricate combination lock? That's a very good question, dear. In any case, I wouldn't know how to open it. Cool. I found this book in the attic. Recognize it? Oh, yes. I bought it for Joseph's birthday once. He was always fascinated by numbers. He believed that math could explain everything in this world. He was a man of science. There's no denying that. Cool. Das bringt mir nichts weiter. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, wenn wir 3 Kombinationen haben, also drei Seiten. Wie viele Zahlen müssen wir eingeben?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 3 Zahlen aus 6, 2 Zahlen pro Seite. Und ich kann nur bis 9 gehen. Aber wenn hier 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, das funktioniert ja auch nicht. Und dann nochmal 2, 3. 2, 3, 5, 7 würde hier gehen. Hier geht die 3, 1, 4, 1, 5, 9. Das geht alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre das. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Hier ist die Nummer länger. Hier sind auch mehr. Ja, hier sind alle Nummern länger. Ich probiere mal die Pi-Zahl. Wie ist sie nochmal? Egal. Pi. 3.14159. 3.14159. 3.14159. Öffnen. Yeah, that would have been too easy. I doubt the book alone is enough to solve this. A leather briefcase sealed by a combination lock. Cool. Hätte ich das mit 0, 0, 0, 0? Meistens ist ja 0, 0, 0 immer der Standard. Nope, that's not it. Aber wenn es jetzt 3, 1 ist, aber dann kommt ja auch zweimal die 1. 1, 1 und dann 2, 3. I must be missing something. What was that weird first message on the tape? Ah, okay. Anhören. Anhören? Play? Ich muss zurückspulen. Oh. Ernsthaft, ich muss zurückspulen? Note to self. Ist das hier die Remember, the 90er? perfect bouquet consists of 3 red roses, a 3, blue violet, and 1 2 yellow und tulips. 2. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kat. Also 3, 1, 2. Ich brauche 3 Rosen, ein Veilchen oder was und 2 Tulpen. Warte mal, 3 Rosen. Ah, 2, 3, also 2, 3, 5. Rosen sind ja rot. Hat er rote Rosen gesagt? Rote Rosen hat er gesagt, oder? Ich muss noch mal hören. Moment, ich muss noch mal hören. Entschuldigung. Note to self. Remember the perfect bouquet 3 consists of rote 3 red Rosen, roses, ein a Blau. blue violet, and 2 yellow tulips. Gut. Also die ersten 3 Zahlen aus dem roten Teil. 2, 3, 5. Dann die 1. 2, 3, 5. 1, 3, 1. 2, 3, 5. 1, 3, 1. Yes! Bin schlau! Mir ist very, very schlau. Ibims 1 schlau. Yeah, yeah, yeah. Das war schon? Nichts mehr? Toll.
Umschlag anschauen, Umschlag öffnen, Umschlag It's the kombinieren. envelope I found in the briefcase. Wow. Let's Okay. see what's in here. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. Überbelichtetes Bild. Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. There's probably some way to enhance this back at school. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training. McConnell Air Force Base, 1941. Tragic drowning in Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Wann ist die? 75? Irgendwann Juli 75. Muss ich nochmal zum Friedhof fahren. It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. Okay, das finde ich schon mal alles cool. Ich glaube, ich fahre nochmal zum Friedhof, weil ich wissen will, ob das Mädchen da irgendwie der Name drauf steht. Wenn da eine 75 gestorben ist. Sag nochmal. Zeitungsausschnitt. Tragic drowning in early Ja, morning on Sunday the 14. 14th. A teenage girl found dead. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The Juli notice is dated July 15th, 75. 1975. 14. Juli 75. Okay. 14. Juli 75. Wahrscheinlich habe ich jetzt keine Kombi, weil ich erstmal mit der Oma drüber reden sollte. Da 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 da. Ach, die können. Nee, komm hier. Nein, geh nicht weg! Ah. Hieß die nicht Lilly auf dem Grabstein? Hieß die so? Ich erinnere mich gerade nicht. Ich wollte da nicht wegfahren, Mensch. Darauf eine Nuss. Rike merkt sich so einen Detektivkram gleich wieder die ganze Zeit. Sie sitzt im Auto und hat nichts zu tun, als sich Fakten zu merken. Unfassbar. Benjamin Hayward. Anne Blackwell. Die hatte ich gerade. Ernest Johnson. Roy Rundle. Eleanor Foy. David Spielman. Stephen Cunnings. Lily Alright, Myers. this is the right date. Bingo. Looks like her name was Lily Myers. Alter, We Rike. should try to get a hold of her family. Knister, I knaster. wonder what that kid is doing here all alone. Im Regen. Wer hat dich hierher gebracht? Hallo. A little boy, maybe 5 or 6 years old. Hey, kid. Hi yourself. What are you doing? None of your business. Huh. I like you, kid. You're not here alone, right? Where's your mom? Oh, she's around. One of the graves. I don't see her. You must be blind or something. I'll go look for your mom, okay? Don't go anywhere. Whatever. Creepy. I'm gonna find out what happened to you, Grandpa. I promise.
Ist das hier ein gruseliges Kind irgendwo? No reason to go in there. A family. Jetzt ist hier ein gruseliges Kind auf dem Friedhof und die Mutter ist nicht in der Nähe. Willst du mich verarschen? Sowas kann ich ja nun gar nicht haben. Gruselige Blagen. I shouldn't leave while that kid is alone. Ja, toll. Wo soll ich denn rauskriegen, dass das seine Mutter... Wer seine Mutter ist? Jetzt ist das Kind... Oh Gott. Oh Gott! Jesse found his mom. Alter. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. I never thought I'd return to this place. Gut, okay. Ich fahre jetzt zu Granny zurück. Und dann... Was war das für ein gruseliges Kind gerade? Und dann hören wir auf für heute. Ich habe zwar ein bisschen später angefangen, aber... Bin auch müde. So, Granny. Außerdem hoffe ich, dass ich danach gehen kann. Sie putzt sich ja auch nicht mal die Schuhe ab. Du gehst da klatschnass rein. Oh, hello, dear. Es ist unfassbar. Mind if we... Not at all. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops, until he passed. Do you know anything about Lily Myers? Teenage girl drowned in the lake back in '75? Oh, yes. It was the saddest thing. She was only 16. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do they still live around here? Mother and son do. I see them in town from time to time. They live somewhere near the lake. But not the father. Jack, was it? No. He disappeared not long after Lily took her own life. Whoa, she killed herself. That's news to me. Oh, that girl had been troubled for years. Truman made an official statement later. It was no accident. I see. Do you know how I can reach the family? Not really, dear. Like I said, they tend to keep to themselves. I don't see a reason to ask her about that. Okay. Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness, I haven't seen that picture in years. Es wurde aufgenommen, als Joseph in der McConnell Air Force Basis stationiert war. Warte mal. Hör ich wieder auf der, haben sie wieder die Sprachausgabe auf die andere Seite getan? Das hier ist der ganz links. Mhm. What about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's best friend, Charles Wade. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of.
Der Charles Wade hat die kleine 16-Jährige umgebracht und hat es wie ein Selbstmord aussehen lassen. Und er hat's rausgekriegt. Granddaddy. Do you know anything about this story, Grandma? Not much, dear. It was the saddest thing. The girl was only 16 years old. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember their names? Let me think. I'm awfully sorry, dear. I just can't Ja, okay, recall. das haben wir nur. That's quite all right, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always deeply affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family to ease their pain. In any case, he didn't speak to me about it. Okay. Warte mal, wann war der Vorfall? Der war ja dann 81, ne? Ja, also 6 Jahre später. Hätte ich noch gedacht, dass die sich irgendwie gestritten haben oder so. Brams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Wow. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Okay. Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Okay, also wir haben ja rausgekriegt, wer die Tussi ist, die gestorben ist. Dass Charles Wade und er sich nicht mehr mögen. Mikrokassette, das ist ja das, was wir gehört haben. Wie belichtet das Bild? Ja, okay, gut, das haben wir jetzt alles gefragt. Dann, wie kann ich jetzt nach Hause fahren? Ich möchte nach Hause fahren. Mikrokassette? I don't think we need to discuss that. Okay, gut. Ich will nach Hause fahren. Goodbye. See you later, Grams. Take care, dear. Oder kann ich schlafen gehen? Wie beende ich das? Wie fahre ich zurück in die Uni? Standard microtape labeled answering machine. It should play fine in Mr. Dicto. Ah, okay. Entnehmen. Kombinieren. Und abspielen. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. And I'm not going to tell any of those bastards. They got it all wrong. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. I wonder who this Cocky is. Also ein bisschen spannend ist das schon hier irgendwie, ne? Also, ich finde ich ein bisschen geil, dass man so ein Mind if we Diktiergerät talk for a klicken bit, muss. Grandma? Not at all. Wer ist Cocky? Das will ich jetzt Does noch the wissen. nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Ich will nicht zur Air Force fahren. Ah, ich will nicht zu Rufzeichen. I don't see a reason to ask her about that. Okay. Okay.
See you later, Grams. Ich habe keine Take care, Ahnung. dear. Soll ich jetzt noch zu Air Force fahren? Also ich höre jetzt auf, aber müsste ich ja jetzt zu Air Force fahren. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Okay, gut. Ich gehe jetzt und wir hören auf. Wie sieht's denn so aus, Karin? Morgen? Jo. Ist denn wohl geplant? Okay, ich kann also nicht zu Air Force fahren. Das ist total gut. Cool. Fahre ich erstmal zu Oma zurück. Cool. Gut, ich speichere jetzt erstmal. Speichern. Ja, wird überschrieben. Ja. Dann, ja, ich habe jetzt gerade kein Hirn mehr gerade. Dann denke ich wohl, geht's morgen weiter bei der Karin. Gegen 8:30 mit Mounts von Streichhausen. Genau. Und ansonsten am Donnerstag bei der Rike nehme ich an. Muss mal ein bisschen warten, bis sich der Chat aktualisiert hat. Okay, gerade meldet sich niemand. Jo. Ja, jetzt wollte ich schon aufgeben. Okay, gut, dann machen wir das so. Wenn ihr morgen wieder Lust habt, dann gegen 8:30 bei der Karin und am Donnerstag wieder bei der Rike. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und macht euch einen schönen Abend und seid morgen fleißig und gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Habe ich schon gesagt. Egal. Gute Nacht. Ich drücke den Knopf. Ich hoffe den richtigen. Danke für Ström. Sehr gerne. So, bye bye.